Badge, Two-Hand-Schwert, Nightmare, nice. Ja, ich weiß auch nicht, warum Two-Hand überhaupt existiert. Schwert, meine ich. Ich glaube, das weiß niemand so wirklich, warum das überhaupt existiert. Das ist eigentlich so ähnlich wie das One-Hand-Sword. Das ergibt eigentlich auch nicht wirklich so viel Sinn. Zwei-Hand-Schwerter existieren aus demselben Grund wie Vakuumkarten. Falsche Hoffnungen. Es leuchtet grün und es ist eine Vakuumkarte. Ich habe eine Herrneswaffe gedroppt, es ist ein Two-Hand-Sword. Zerstörer von Hoffnungen und Träumen. Hier ruhen die Hoffnungen und Träume von Thaddeus Tentakel. Wäre halt richtig cool, wenn sie auf dem, sagen wir, Action Speed erfunden. Wäre halt schon cool, wenn sie darauf double downen. Dass sie bei allen, vor allem den Nicht-Magier-Klassen, ich meine, bei den Mages ist es ja schon so, die Behemoth-Waffen sind für 1v1-Damage und die Hernes-Waffen für AOE-Damage. Ich meine, da passt es ja eigentlich sogar grundsätzlich. Verschiedene Waffen haben verschiedene Anwendungsbereiche. Oder auch PvP bei den Nicht-Hernes-Waffen. PvP oder 1v1, je nachdem. Ich meine, das passt ja sogar. Ich meine, da könnte man bestimmt auch noch was optimieren. Aber, sagen wir, da stimmt zumindest die grundsätzliche Richtung. Da jetzt eigentlich auch noch nie wirklich sich jemanden großartig drüber beschweren hören. Ich glaube, die meisten Leute fanden es eigentlich sogar ganz gut, dass ihre Herneswaffe nicht abgelöst wurde. Weil man sich dadurch auch eine Menge Geld gespart hat. Dass man einfach seine Herneswaffe weiter benutzen konnte. Oder kann. Und die eigentlich genauso gut ist wie vor dem Update, mehr oder weniger. Das hat ja auch was Positives. Spart man sich eine Menge Knete. Wenn man keine neue Waffe craften oder upgraden muss. Und bei den anderen Klassen wäre es halt schon eine Möglichkeit, dass du sagst, du double downst so richtig auf Action, Speed und Skill Damage. Dass du zum Beispiel sagst, okay, Two-Hand Axe beim Knight ist einfach 1v1 Damage und Crit. Und das Two-Hand Sword gibt aber einfach 50% Fähigkeitsschaden, 50% Action Speed, sodass der Two-Hand Schwert Knight dann einfach hingeht und erstens viel besser im AOEen ist und halt auch einfach andere Skills benutzt und dann einfach zack, 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 bam, 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 bam und dann die Monster einfach tot skillt und dann zum Beispiel gar keine Crit-Rate mehr braucht. Der geht dann einfach Full STR, Equipment komplett auf AOE bzw. PvE-Schaden, Fähigkeitsschaden und benutzt dann einfach die ganze Zeit nur Skills. Und ich meine, dann würde es ja sogar Sinn ergeben. Dann hast du Schwert und Schild, dann hast du... Na gut, Schwert und Schild... Knight hat einfach zu viele verschiedene Waffen oder Möglichkeiten. Wobei Knight ja schon auch extrem speziell ist. Alle anderen haben nur 2 Möglichkeiten. Knight ist eigentlich der Einzige, der 3 hat. Aber, ja. Also wenn sie halt einen echten alternativen Spielstil erschaffen würden, der tatsächlich funktionieren kann, neben dem 1v1. Weil, wie gesagt, wenn sie einfach 2 Waffen haben und die eine ist einfach besser, warum sollte man jemals die schlechtere nehmen? Außer man kann sich die bessere nicht leisten. Und genau so ist es ja. Der einzige Grund, ein Schwert zu benutzen, ist, weil man sich die Axt nicht leisten kann. Und das ist ja schon ziemlich dämlich eigentlich. Und ich meine, es wäre schon so, dass dann wahrscheinlich immer noch also das eins von beiden wäre immer noch besser auf jeden Fall. Aber da wäre es ja dann tatsächlich so, dass Leute aktiv sagen könnten, ja, vielleicht ist das eine besser, aber das andere macht mir mehr Spaß oder das andere gefällt mir besser. Und ich meine, es dürfte dann halt nicht viel besser sein. Also wenn es dann nur maximal 10% sind oder so, dann könnte man ja auch sagen, naja, es ist schon besser. Aber und ich meine, gut, bei perfektem Equipment 10% wäre schon extrem viel. Also bei Maxed Out Equipment sollten es dann vielleicht sogar nur 5% sein. Sodass du immer sagen kannst, naja, es ist schon besser. Aber einen gewaltigen Unterschied macht es jetzt nicht. Und dadurch, dass der Spielstil ja komplett anders ist, kannst du wirklich sagen, wenn dir das eine viel mehr Spaß macht, dann lohnt es sich eigentlich auch, das zu spielen. Als das zu spielen, was dir gar keinen Spaß macht oder weniger. Und du es nur spielst, weil du 5% mehr Schaden machst oder so. Also ich meine, der Schaden müsste dann natürlich schon so weit eingeglichen werden, dass du nicht sagst, das eine ist ultra krass und das andere ist Dogshit. Also eigentlich genauso, wie es jetzt ist. Wobei, so schlimm ist es jetzt wahrscheinlich auch nicht. Jetzt sind es wahrscheinlich auch nur so 10% oder so.
Aber 10% ist echt viel eigentlich, vor allem bei Maxed Out Equipment. Ist 10% eigentlich schon extrem viel.